Jeder von euch, der schon mal mit Bodenausgleichsmassen gearbeitet hat, weiß, dass es insbesondere bei größeren Flächen eine ziemlich teure Angelegenheit ist. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ob man sowas auch ganz einfach und kostengünstiger selber herstellen kann oder ob es eine hochkomplexe Wissenschaft ist. Naja, das werden wir heute mal testen. Ich habe mir hier auch schon mal was als Vergleichsprodukt besorgt. Das ist ein Produkt von Mapei, nennt sich die Dicke. Nee, so ein bisschen Raum für Fantasie muss da ja schon bleiben. Das ist ein Baumarktprodukt, so im unteren Preissegment, würde ich mal sagen. 21,99 € habe ich jetzt für 20 Kilogramm bezahlt und normal liegen so Bodenausgleichsmassen so zwischen 20 und 50 €. 20 oder 25 Kilogramm. Ja, da kommt schon einiges an Geld zusammen, wenn man eine große Fläche hat. Wichtig, wenn man mit Bodenausgleichsmassen arbeitet, ist, dass man sich auch das richtige Produkt für so ein Vorhaben besorgt. Und da kommt es insbesondere auf die Höhe an, die man ausgleichen will. Die Angabe ist auf dem Sack vermerkt und ihr seht, die Dicke ist jetzt hier für Höhen von 3 bis 30 mm geeignet. Also mal ehrlich, 30 mm würde ich persönlich niemals mit so einer teuren Bodenausgleichsmasse ausgleichen. Da würde ich lieber einen Fließestrich nehmen, der ist deutlich günstiger. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch jetzt erstmal das Material an, wie es von der Beschaffenheit her aussieht, dass wir es dann auch nachbilden können. Was man gleich auf den ersten Blick sieht, ist, dass das Material sehr feinkörnig ist, also da sind keine groben Zuschläge drin. Jetzt müssen wir noch wissen, was das Bindemittel ist und es steht hier, das ist ein zementärer Werktrockenmittel und das bedeutet, das Bindemittel ist Zement. Ja, dann wissen wir das jetzt auch schon mal. Wenn man sich jetzt mal die Eigenschaften anschaut, die so eine Ausgleichsmasse erfüllen muss, sind das eigentlich nicht so viele. Also es muss natürlich sehr fließfähig sein, dass sich das Ganze auch von selbst ausnivelliert. Da muss es natürlich eine gewisse Belastbarkeit haben und ja, es muss natürlich auch eine gute Verbindung mit dem Untergrund eingehen. Dann mischen wir uns das Material jetzt einfach mal an und schauen uns die Fließeigenschaften an. Der Fertigmischung muss man lediglich Wasser dazugeben und das Anmischen, das geht echt extrem einfach und schnell, weil die Korngröße so gering ist und im Vergleich mit grobem Betonestrich ist das echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das wäre sie jetzt hier, die Ausgleichsmasse, und ihr seht, es ist eine ziemlich flüssige Angelegenheit. Muss ja auch so sein. Dann können wir auch schon mit dem Gießen beginnen. Die Haupteigenschaft von dieser Masse soll ja sein, dass es sich plan ausnivelliert, dass man später eine gerade Fläche hat. An die Optik hat man jetzt hier weniger Ansprüche, weil der Boden wird ja dann meistens noch mit Fliesen oder mit irgendwelchen anderen Bodenbelägen belegt. Und ihr seht schon, die Fließfähigkeit ist sehr gut. Die Masse breitet sich von allein plan in der Schalungsform aus. Aber das war ja zu erwarten. Wichtig ist dann, ob es bei unserer Eigenmischung auch funktioniert. So, also ihr habt gesehen, das hat sich richtig gut gießen lassen. Ich habe jetzt mal eine Höhe von 2,5 cm gegossen. Das stellen wir jetzt mal beiseite und das Ganze ohne irgendwie zu verdichten. Und jetzt mischen wir unsere eigene Mischung an. Für unsere Eigenmischung brauchen wir natürlich ein Bindemittel. Da verwende ich Zement. Dann braucht man einen sehr feinen Füllstoff. Da verwende ich unser Kalksteinmehl. Und als günstigen Füllstoff verwenden wir noch einen Quarzsand mit einer Körnung von 0,063 bis 0,25 mm. Bei der Mischung bin ich so vorgegangen, dass ich einen Teil Zement auf 2 Teile Zuschläge verwendet habe und die Zuschläge teilen sich dann nochmal in 1,5 Teile Kalksteinmehl und 0,5 Teile Quarzsand auf. Und bei der Wasserzugabemenge habe ich mit einem Wasserzementwert von 0,45 gearbeitet. In der Fertigmischung ist Fließmittel in Pulverform enthalten. Das haben wir hier natürlich nicht, das müssen wir extra zugeben. Und da gehe ich bei unserem Fließmittel auf die höchste Dosierung von 25 Milliliter auf 1 Kilogramm Zement. Und dadurch kann man damit auch selbstverdichtenden Beton herstellen. Wenn man jetzt die Konsistenz der Fertigmischung und der Eigenmischung vergleicht, dann sieht man, dass die doch relativ ähnlich ist. Auch die Fließfähigkeit ist nahezu gleich. Und dann schauen wir jetzt mal, wie es sich in der Schalungsform ausbreitet. Also ich gehe davon aus, dass das auch richtig gut funktionieren wird. Und ja, ihr seht, das Material breitet sich genauso wie bei der Fertigmischung ganz allein und plan in der Schalungsform aus. Ich würde sagen, in der Konsistenz und in der Fließfähigkeit ist zwischen den beiden Produkten kein Unterschied feststellbar. Deswegen ist das Ergebnis hier unentschieden. Mit dem ersten Test waren wir durch. Beide Massen haben sich ausnivelliert, habt ihr gesehen. Und jetzt machen wir mit der Haftfähigkeit weiter. Dazu habe ich auch schon mal was vorbereitet. Und zwar eine Betonplatte, das ist die Unterseite, so wie man sie auch beim Estrich hat. Da werden wir jetzt die beiden Massen mal auftragen. Hier sieht man auch ganz gut, dass die Gießmassen unterschiedliche Farben haben. Das liegt an den Zuschlägen, die man verwendet. Und bei unserer Masse haben wir hier Kalksteinmehl verwendet. Das ist sehr hell und eignet sich auch ganz gut zur Herstellung von weißem Beton. Und dann will ich noch einen Test machen, wie sich die Belastbarkeit bei der Zugabe von Glasfasern erhöht. Also eins mit Glasfasern und eins ohne Glasfasern von jeder Probe. Es gibt ja auch viele Fertigmischungen von Ausgleichsmassen, in denen schon Fasern enthalten sind. Das sind aber dann meistens die sehr teuren Mischungen und deswegen wollen wir mal schauen, ob sich das dann wirklich entscheidend auf die Belastbarkeit auswirkt. So, mit meinem Test war ich soweit durch. Jetzt lassen wir das Ganze mal 2 Tage aushärten und dann schauen wir uns die Ergebnisse an. Ich bin schon mal gespannt.
So, 3 Tage sind mittlerweile vergangen, dann schauen wir uns die Ergebnisse mal an. Also was ich vorab schon mal sagen kann, ist, dass die Fertigmischung echt extrem schnell angezogen hat. Die war schon nach 2 Stunden auf der Oberfläche richtig hart und es sagt mir, dass da wahrscheinlich irgendwelche Aushärtungsbeschleuniger beigemischt sind. Bei meiner Mischung hat es ein bisschen länger gedauert, da war es nach ca. 12 Stunden der Fall. Also muss man sagen, in Sachen Aushärtungsgeschwindigkeit geht der Punkt an die Fertigmischung. Aber hart sind sie ja beide und jetzt schauen wir mal, wie es mit der Belastbarkeit ausschaut. Machen wir jetzt auch mal einen Test. Eine riesengroße Belastbarkeit wird jetzt hier nicht zu erwarten sein, weil ja keine Armierung drin ist und deswegen arbeiten wir hier wieder punktuell mit Gewichten. Es wird jetzt mit Sicherheit wieder den einen oder anderen Zuschauer geben, der sich über diese Testmethode lustig macht. Aber was soll ich machen? Ich habe kein Testlabor, auch keine geeigneten Maschinen zum Testen. Müssen wir es halt so machen. Hier geht es ja nur darum, dass man jetzt mal schaut im Verhältnis, welche Platte wie viel Gewicht aushält. Ich habe hier mal noch ein bisschen zusätzliches Gewicht, weil ich denke, damit wird es knapp werden. Und dann fangen wir gleich mal mit der Fertigmischung an. Yeah, buddy! Hey, wait! Yeah! Ja genau, das habe ich befürchtet, dass das Gewicht nicht ausreicht. Ja, die Platte hält. Dann schauen wir mal, ob das mit der Eigenmischung genauso aussieht und dann müssen wir uns mal noch was anderes überlegen. Ja, da tut sich auch nichts. Jetzt stehen wir da wieder auf am Berg. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Dann müssen wir da wohl wieder draufstehen. Holla. Also. Das war ordentlich hart. Jetzt hat man gesehen, wie es das Material verrissen hat. Saubere Leistung, du. Dann geht es auch gleich mit der Eigenmischung weiter. Ich vermute, die wird ein bisschen weniger aushalten. Ja. Also die beiden Platten waren jetzt doch härter, als ich erwartet hätte. War ja auch keinerlei Armierung drin. Aber ich würde sagen, die Fertigmischung war schon ein bisschen härter, wenn auch nicht viel, aber gefühlt war sie schon ein bisschen härter. Ja, von daher geht auch dieser Punkt eher an die Fertigmischung. Jetzt haben wir hier auch noch die Proben mit den Fasern und die schauen wir uns jetzt auch mal noch näher an. Hier seht ihr mal die Fertigmischung und das ist die Eigenmischung. Zuerst die beiden Mischungen ohne Fasern. 1 ist die Fertigmischung, 2 meine Mischung und ihr seht, das zerspringt fast wie Glas. Und dann noch der zweite Versuch mit Fasern und ihr seht, da ist die Belastbarkeit doch schon deutlich, also sichtlich höher, würde ich sagen, obwohl es nur ein geringer Anteil an Fasern ist. Und dann schauen wir uns jetzt zum Schluss noch die Haftfähigkeit auf dem Betonuntergrund hier an. Als erstes habe ich es mal mit einem Spachtel probiert, aber damit konnte man jetzt nicht wirklich irgendwelche Beschädigungen hervorrufen. Auch mit einem Kunststoffhammer, ja, da war das Ergebnis ähnlich. Erst mit einem Metallhammer, und da muss man dann schon richtig draufhauen, da hat man es dann geschafft, die Oberfläche zu beschädigen. Und bei meiner Fertigmischung, da war das Ergebnis dann ähnlich. Ja, ich weiß nicht, was ihr sagt. Ich fand die Haftung von beiden Produkten ziemlich gut, insbesondere wenn man auch die geringe Materialstärke bedenkt. Vielleicht war es wieder so, dass die Fertigmischung ein bisschen besser war, also habe ich zumindest auch hier das Gefühl, aber bei der zweiten Mischung habe ich halt auch ganz schön draufgeschwattert, sodass die ganze Platte auseinandergebrochen ist. Also ja, leichte Tendenz zur Fertigmischung, würde ich sagen. Dann kommen wir noch zum letzten Vergleichskriterium und zwar zum Preis. Der liegt bei der Fertigmischung, wie bereits erwähnt, bei 21,99 € und bei der Fertigmischung, wenn man die ganzen Komponenten auf 20 Kilogramm runterrechnet, bei 15,20 €. Ja, das entspricht dann bei der Eigenmischung einer Preisersparnis von 31%. War noch mal ein kurzes Fazit zu den ganzen Tests. Also das Material, habt ihr gesehen, ist grundsätzlich zur Verwendung als Bodenausgleichsmasse geeignet, würde ich jetzt mal sagen. Aber dass man damit groß Geld sparen kann, bei 31% Preisersparnis, sich das alles selber anzumischen, ja, würde ich jetzt eher verneinen. Oder? Wie ist eure Meinung dazu? Aber was man sich meiner Meinung nach aus dem Video auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass man sich mit eigentlich ganz wenigen Komponenten doch einen ziemlich coolen Mörtel herstellen kann, mit dem man dann zum Beispiel auch kleinere Sachen gießen kann. Also ja, dafür ist er auf jeden Fall geeignet. Für heute waren wir durch, beim nächsten Mal wird wieder was gebaut. Da haben wir schon was Cooles einfallen lassen. Mal schauen, ob sich das so umsetzen lässt und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin macht's gut. Ciao.